Willkommen in Russland. Wir haben es geschafft. Es hat diesmal nur 3,5 Stunden gedauert. Also es ging etwas schneller als letztes Mal. Wir wurden beide verhört diesmal. Ja, wir waren viel entspannter als das erste Mal, denn wir wussten, was kommt. Ja, jetzt sind wir glücklich, dass wir reingekommen sind. Wir sind jetzt wieder in Wladikawkas. Es ist noch früh am Nachmittag. Wir müssen gerade einchecken. Wir warten noch, dass das Zimmer fertig wird. Dann gibt es was zum Essen und dann gehen wir in die Stadt. Ja, eine SIM-Karte kaufen, Geld wechseln. Ja. Nach dem Grenzübergang sind wir direkt nach Wladikawkas gefahren, dann weiter nach Grosny, die Hauptstadt Tschetscheniens, dann nach Astrachan und dann immer an der Wolga entlang nach Wolgograd, Saratow und Samara. Nach einer Pause in Samara sind wir Richtung Kasachstan gefahren. Nachdem wir im Hotel eingecheckt haben, sind wir mit einem Taxi in die Stadt Wladikawkas gefahren, wo wir eine SIM-Karte für Internet gekauft und etwas Geld abgehoben haben. Außerdem haben wir ein paar Kleinigkeiten gekauft und sind ein bisschen durch das belebte Stadtzentrum spaziert. Am zweiten Tag sind wir aus Wladikawkas, was übrigens beherrsche den Kaukasus heißt, Richtung Grosny gefahren, der in der Republik Tschetschenien liegt. Wenn man in dieses Gebiet fährt, stellt man ziemlich schnell fest, dass sehr viel Polizei und Militär präsent ist und dass sehr viel kontrolliert wird. Auch wir wurden angehalten und wir mussten uns registrieren, so wie alle anderen, die von weit her kommen. Wir allerdings wurden auch sehr nett zum Teetrinken eingeladen und obwohl es schon sehr heiß war, haben wir die Einladung angenommen und uns sehr nett mit den Polizeibeamten unterhalten. Und wie ist es in Russland? Heiß. Wir haben fast 40 Grad und irgendwie kaum Schatten, da sind so wenige Bäume. Aber wir kommen gleich an in Grosny, die Hauptstadt von Tschetschenien. Was suchen wir dort? Ja, mal schauen, wie es dort ist. Wir haben so viel von Tschetschenien gehört. Hallo, wir sind in Grosny angekommen, in einem netten Hotel. Aber die Hitze macht uns echt fertig. Alles ist nass, entweder vollgeschwitzt oder eben nass mit Wasser, damit es nicht so heiß ist. Im Zimmer ist ein totales Chaos. Und das ist erst Anfang Juni. Dann sind wir gespannt. Ich habe gerade ein Eis gekauft, ohne Verpackung. Die stand so in der Kühltruhe. Das ist doch Eco, oder? Nachdem wir im Hotel gegessen haben, sind wir wieder mit einem Taxi in die Stadt gefahren. Tschetschenien ist eine autonome Republik in Russland und die Bevölkerung ist überwiegend muslimisch. Diese Republik befindet sich immer noch im Wiederaufbau, nachdem weite Teile des Landes und die Stadt Grosny in 2 Kriegen zerstört wurden. Der Krieg wurde offiziell erst 2009 beendet. Die Stadt wurde komplett wieder aufgebaut und es wird sehr viel in Infrastruktur investiert. Wir sind viel durch die Stadt spaziert und haben unter anderem eine große Moschee, einen Bazar, einen großen schönen Park und ein Kriegsmonument gesehen.
Hier ist unser Wasser, der Rucksack und unser anderes Wasser, weil wir haben fast 40 Grad und dann müssen wir viel trinken. So. Der war auf Maximum gedreht, damit das Wasser richtig kalt wird. Jetzt fahren wir endlich los. Wir sind dann Richtung Astrahan losgefahren. Somit haben wir die Kaukasusregion verlassen und waren im Flachland unterwegs. Einheimische haben uns empfohlen, die Bergregion zu erkunden, aber so viel Zeit hatten wir dann doch nicht. Vielleicht machen wir noch eine Reise, wo wir den Kaukasus genauer erkunden, und zwar in alle Länder, über die sich die Bergkette erstreckt. Wir haben jetzt in einem Dorf angehalten. Wir wollen was einkaufen fürs Mittag. Es sind 34 Grad schon. Da werden Gemüse verkauft. Und Susi kommt gleich. Njam, njam, njam. Piroschki. Wir haben gerade Mittagspause gemacht und wie jeden Tag in Russland Bohnen, Tomate, Brot. Und was haben wir noch gegessen? Was war dieser Aufstrich? Ah, und Auberginenaufstrich. Also sehr einfach und nichts Warmes, denn es ist so heiß. Gleich danach mussten wir wieder einen Checkpoint passieren. Man muss in einen Container rein, die Papiere zeigen, seine Waffen deklarieren und schon darf man weiterfahren. Da es in der Region Tschetschenien und Dagestan immer wieder zu Spannungen kommt, schauen die Behörden ganz genau, wer ein- und ausreist. Das war auch der Grund, warum wir dieses Jahr bei der Einreise nach Russland verhört wurden. Den Grenzbehörden hat es nicht gefallen, dass wir in eine umstrittene Region einreisen wollten, nachdem wir zweimal im Iran und mehrmals in der Türkei waren. Was hast du da reingemacht? Wir haben uns extra ein Cappuccino gekauft, nur um uns reinsetzen zu können, weil es da eine Klimaanlage gibt. Wir waren schon 2018 in Russland, als wir aus dem Iran nach Hause gefahren sind. Damals sind wir aus Wladikawkas nach Moskau und dann nach St. Petersburg gefahren. Wer sich die Videos anschauen will, kann sich gerne auf unserem Kanal umschauen. Da findet ihr viele interessante Reisevideos, unter anderem auch unseren Unfall im Iran. Mittlerweile waren wir schon in der Kalmykien-Steppe und die Ortschaften waren immer kleiner und es gab kaum mehr Verkehr. Immer wieder wurden wir angehalten und mussten uns oft registrieren. Wir sind hier nicht in der Wüste. Auf einmal war es sehr sandig, sowas haben wir noch nicht gesehen, sogar auf der Straße war Sand verweht. Es waren einige kleine Sanddünen zu sehen. Später haben wir gemerkt, dass das Benzin langsam knapp wird und die nächste Tankstelle ganz schön weit ist. In einem Dorf haben wir die Einheimischen gefragt und wir wurden fündig. Es gab eine improvisierte Container-Tankstelle mit 92er Benzin. Da wir die Anleitung von der Tankwärtin nicht verstanden haben, die ebenfalls in dem Container verschlossen war, schimpfte sie in herrlichem Russisch über uns. Sie musste alle 10 Schlösser ihres Containers öffnen, um uns zu erklären und zu zeigen, wie die Zapfsäule funktioniert. Hauptsache, wir hatten, was wir wollten und die Frau konnte sich in ihrem Container wieder abreagieren. Abends haben wir den Ort Lagan am Kaspischen Meer erreicht, wo wir ein gutes Gästehaus gefunden haben. Приятного аппетита. Was gibt's zum Abendessen? Es gibt Reis, geht so, von Uncle Ben's, Bohnen mit Tomatensauce. Ja, das ist lecker. Dann hast du hier Fleisch, Ja. diese Auberginenpaste, Brot.
Ist irgendwie typisch für diese Region, dieses Kastenbrot. Salat haben wir ganz frisch gemacht mit Käse. Avocado. Das ist noch für morgen. Das ist Milch für Kaffee und Haferflocken. Danach Bier. Und Bier. Und Lebkuchen, der ist richtig lecker, so mit Vanillegeschmack. Lebkuchen. Am nächsten Morgen wollten wir das Kaspische Meer sehen, denn Einheimische haben uns erzählt, dass das Meer gar nicht so weit sei. Wir sind dann die Feldwege gefahren, die laut Navi bis ans Meer fahren, aber die wurden immer schlechter und weil es schon so heiß war, wollte Susi nicht mehr weitersuchen. Ich habe versucht weiterzukommen, aber irgendwann war auch dieser Weg zu und immer noch kein Meer in Sicht. Wir haben dann aufgegeben und sind weiter nach Astrachan gefahren. Wir müssen wohl noch ein anderes Mal kommen. Wo sind wir jetzt gerade? In der Kalmykien-Steppe. Ja, wir waren mitten in der Kalmykien-Steppe. Kalmykien ist die einzige Region in Europa, in der der Buddhismus die vorherrschende Religion ist und auch eine autonome Republik in Russland. Infolge schlecht geplanter und durchgeführter Bewässerungsprojekte ist Kalmykien seit den 60er Jahren stark von Wüstenbildung, also Desertifikation, betroffen. Mittlerweile wird in Bezug auf die Republik von der ersten Wüste Europas gesprochen. Die Kalmyken sind ein mongolischer Volk, das im frühen 17. Jahrhundert in das Gebiet der unteren Wolga gelangte und sich ansiedelte. Sie sind das einzige mehrheitlich buddhistische Volk in Europa. So, wir sind jetzt immer noch in der Steppe. Wir sind 100 Kilometer entfernt von Astrachan. Wir fahren quasi an der Kaspische Meer entlang. Man merkt es aber nicht, denn es ist sehr, sehr, sehr trocken und heiß. Wir haben jetzt Mittag, es sind um die 37 Grad. Dann wollten wir einen Platz suchen, um Mittag zu machen. Wir haben hier in diese coole Waldstück angehalten, um kurz Rast zu machen, aber das ist unmöglich, denn uns haben tausende kleine Fliegen angegriffen. Wir müssen gleich weiter. Anhalten war nicht mehr möglich wegen der Insekten. Wir übersprangen die Mittagspause und fuhren direkt zum Hotel. So, wir sind gerade nicht beim Sauna. Wir haben gerade nur im Hotel eingecheckt. Draußen sind gerade, keine Ahnung, 50 Grad. Ja. Und mit den Motorradklamotten, das ist der Wahnsinn. Ja, aber die Klimaanlage läuft schon auf Hochtouren. Der Helm ist voll geschwitzt, Handschuhe sind klebrig, Stiefel brauchen wir gar nicht mehr sagen, Klamotten liegt alles schon am Boden. Nachdem wir uns abgekühlt haben und was gegessen haben, sind wir gleich in die Stadt gelaufen. In der Stadt Astrachan leben über 500.000 Menschen, unter anderem Russen, Tataren, Kasachen und viele andere Minderheiten. Es gibt katholische Kirchen, orthodoxe Kirchen, aber auch viele Moscheen. Wir haben uns den Kreml angeschaut. Der ist ziemlich bekannt und hat uns sehr gefallen. Ein Kreml gibt es nicht nur in Moskau, auch wenn dieser der bekannteste ist. Ein Kreml gibt es in vielen großen Städten in Russland. Ein Kreml ist eine Festung, eine Burg oder eine Zitadelle. Der Kreml stand immer im Mittelpunkt einer Großstadt. Dort waren Verwaltungsgebäude, Kirchen oder Paläste. Der Kreml in Astrachan ist sehr gut gepflegt und es gibt viel zu sehen. Die Festungsmauer, der Garten und die vielen Türme haben uns sehr gefallen. Dann sind wir an der Wolga-Promenade gegangen. Man merkt, dass in Russland nicht nur Russen leben, sondern viele andere Minderheiten und auch viele Muslime. Das Essen in einem Restaurant an der Wolga war sehr gut, aber nicht billig. Wo gehen Sie hin? In den Kreml.
Wo sind wir jetzt? An der Wolga in Astrachan. Sehr schön. Etwas kühler inzwischen. Die Leute gehen spazieren. Geil, oder? Abends haben wir noch das Treiben an der Wolga beobachtet und den Sonnenuntergang angeschaut. Am nächsten Morgen sind wir losgefahren Richtung Wolgograd. Erstmal mussten wir raus aus der belebten Stadt fahren. Sobald man raus aus der Stadt ist und wieder durch die Steppe fährt, merkt man, dass es wieder kaum Verkehr gibt. Bald hat Susi ein Straßencafé entdeckt, wo wir ein zweites Frühstück gemacht haben. Obwohl es sehr heiß war, konnte man keine Minute den Helm absetzen, denn sofort waren die kleinen Viecher im Gesicht. Wir wissen noch nicht, welche Fliegenart das ist, aber es sind auf keinen Fall Mücken. Ну, я в шорах. Это еще не что, я вообще не знала. Переживали. И это было одно качество жизни. Там я проявлялась как мама. Etwas später haben wir einen sehr schönen Platz direkt an der Wolga entdeckt und uns überlegt, am Flussufer Rast zu machen. Wir sind dann runter an den Fluss und dann etwas abseits gefahren. Da haben wir sogar ein paar Bäume gesehen und wir dachten, das ist der perfekte Pausenplatz. Aber keine Chance, wir konnten nicht mal ein paar vernünftige Bilder machen wegen der Insekten. So sind wir weitergefahren und am Nachmittag haben wir ein Hotel gefunden und haben uns entschieden, dort zu übernachten. Dort waren 2 kleine Welpen, die wir gefüttert und mit denen wir viel gespielt haben. Da war nicht viel los und die haben sich so sehr gefreut, dass sie es nicht mehr aushalten konnten und überall hingepinkelt haben. Was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt einkaufen ins Dorf. Mal schauen, wie groß der Supermarkt ist und ob es Wasser- und Küchenrolle gibt. Die Tür funktioniert einwandfrei. Weil es so heiß war, konnten wir nicht viel einkaufen und so mussten wir uns jeden Tag was zum Essen kaufen. Wir sind dann ein paar Kilometer zum Dorfladen gefahren. Wir haben uns verfahren im Dorf. Dort gab es natürlich alles, so wie überall in Europa, und wir konnten uns frisches Obst und Gemüse, Brot, andere Kleinigkeiten und natürlich russisches Bier kaufen. Auch mitten in der Steppe haben wir einen sehr schönen Sonnenuntergang gehabt. So, Samu macht sich jetzt Adventure Müsli. Zeig mal, was du reintust. Okay, bulgarische Haferflocken, Steppenmilch und Russkaya Lebkuchen.
Und wie schmeckt dein Adventure Müsli? So, guten Morgen. Es ist gerade 8 Uhr, wir sind etwas früher rausgekommen. Es gibt kein Internet, also keine Ablenkung. Wir fahren jetzt nach Wolgograd. Die Fliegen greifen uns schon. Die Hunde haben wir gefüttert, also kann man losgehen. So, jetzt haben wir wieder angehalten. Was gibt es diesmal zu melden? 50.000 Kilometer! Und wie ist sie gelaufen? Natürlich immer perfekt. Später haben wir noch eine Kaffeepause gemacht und checkten schon relativ früh in ein Hotel in Wolgograd ein. Здравствуйте! Wir sind gerade in Wolgograd und schauen uns die Stadt an. Was werden wir anschauen? Wir werden uns die Sachen anschauen, was wir im letzten Jahr verpasst haben. In Wolgograd waren wir auch letztes Jahr, als wir Mutter Heimat, also das Mamajew-Monument, besichtigt haben. Dieses Jahr sind wir mehr durch die Stadt spaziert und natürlich an der Wolga entlang. Es gibt viel zu sehen in Wolgograd und es gibt viele Touristen. Ein ganzes Stadtviertel mit Parks, Museen, Kirchen und voller Erinnerungen an den Krieg. Ein Monument, das wir letztes Jahr nicht gesehen haben, war die Gerhardmühle. Es ist eine originale Ruine aus der Schlacht um Stalingrad. Wir sind keinen Tag extra in der Stadt geblieben, denn wir waren zufrieden mit dem, was wir gesehen haben, und wir sind sicher, dass wir irgendwann nochmal kommen werden. Guten Morgen, wir sind in Wolgograd. Wir fahren heute Richtung Saratow. Wir machen aber nur die halbe Strecke. Wir müssen noch kurz die Ketten schmieren. Weiter ging es durch das Flachland, wobei es viel mehr Grün gab und wir langsam aus der Steppe raus waren. Die Straße führt immer an der Wolga entlang, trotzdem sieht man sie nicht so viel und wo man einen guten Blick hätte, kann man nicht anhalten. Naja, wie immer halt. Deswegen Kaffeepause. So, das ist eine traditionelle russische Suppe und die heißt Borsch. Super lecker. Kaffee war okay, die Suppe war gut, aber ruhig war es gar nicht. Zumindest war der Platz an einem ziemlich breiten Seitenarm der Wolga. Dann ging es weiter. Ab Wolgograd gab es viel mehr Verkehr und immer mehr LKWs. Ein paar Stunden später machten wir wieder Pause, um uns etwas zu stärken. Wir sind einfach auf einem Seitenweg gefahren und dann über einen Feldweg bis an den Waldrand. Und dort haben wir einen guten Platz im Schatten gefunden. Wir sind auf dem Weg nach Saratow. Wir machen gerade eine Kaffeepause. Da ist die Straße. Ja, wie man sieht, es ist wieder grün. Die Landschaft verändert sich. Wir verlassen gerade die Steppe. Es gibt wieder Wildblumen und Bienen. Es ist nicht mehr so heiß und es gibt wieder Bäume. Ja. Vielleicht können wir wieder mal zelten. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht.
Wir sind gerade zwischen Samoshin und Saratov und kochen hier selbst Kaffee. Jetzt müssen wir ein bisschen sparen, weil gestern wurde ich um 400 Rubel abgezockt vom Supermarkt. Das war vielleicht keine Absicht, weiß ich nicht. Aber das wollte ich schon mal erwähnen, dass ihr schon immer im Kopf haben solltet, wie viel Rückgeld ihr bekommt. Es ist uns schon mehrmals passiert, dass uns Leute aus Versehen oder absichtlich viel zu wenig Rückgeld gegeben haben. Und dann habe ich sie darauf angesprochen und oh, Entschuldigung, tut mir leid, ich habe es vergessen, es war Stress oder sonstiges. Also da haben wir schon viele Rubel gerettet. Oder nicht unbedingt Rubel, in der Türkei ist es auch passiert. Aber wir sind immer freundlich geblieben und es ist immer sofort Verbessert worden. Dann ging es wieder weiter. Es war deutlich mehr los auf der Straße. Es gab Baustellen und vor allem sehr viele LKWs, die Autokolonnen hinter sich herzogen. Immer wieder kamen Autos auf unserer Seite entgegen. Sie waren entweder ungeduldig oder einfach verrückt. An diesem Tag haben wir in Kamyschin übernachtet. Wir haben aber nichts mehr gefilmt am Abend. Eigentlich wollten wir dort mit der Fähre auf die andere Seite der Wolga fahren, aber wegen der unklaren Infos haben wir uns dagegen entschieden. Am nächsten Tag ging es einfach weiter und wir kamen am Nachmittag in Saratov an. Privet aus Saratov. Wir sind heute angekommen. Eigentlich waren wir als erstes schon bei diesem Hotel, aber ich war ein bisschen geizig und ich wollte zuerst nach anderen Hotels schauen. Dann sind wir aber doch hier gelandet. Ja, das ist ein Sowjet-Hotel, der heißt Slowakia. Den haben wir gestern ausgesucht im Internet und wir wollten eigentlich hier kommen, denn wir haben noch nie so ein Hotel gehabt und das gefällt uns. Ja. Ist sehr schön und es hat 26 € gekostet, ja. Mit Frühstück. Das Badezimmer sieht eigentlich ganz okay aus, alles normal und sauber. Der Boden ist ein bisschen alt und abgenutzt. Alter Fernseher, 2 Betten. Aber der Balkon ist das Highlight. Klimaanlage, die läuft schon. Der Blick ist geil. Links ist die Wolga und rechts ist Saratov. Auf die andere Seite der Wolga ist Engels. Was ist denn Engels? Engels ist eine ehemalige deutsche Kolonie. Ja, also Saratov war früher Zentrum für die Wolgadeutschen. Genau. Also von Wolgadeutschen habt ihr bestimmt gehört. Hier wohnten früher sehr viele Deutsche. Und ich habe heute bei der Rezeption sogar eine Zeitung gesehen auf Deutsch. Morgen fahren wir über die Brücke nach Engels und dann fahren wir auf die andere Seite der Wolga nach Samara. Wir sind dann gleich raus in die Stadt spazieren gegangen. Das Stadtzentrum ist gar nicht so groß, aber es war viel los. Wir haben unter anderem viele Kirchen und viele andere schöne renovierte Gebäude gesehen. Saratov hat leider keinen so schönen Kreml wie Astrachan, gefällt uns aber trotzdem. Natürlich müssen wir auch noch was essen. Jetzt gibt's Essen und wir haben großen Hunger und die Portionen sind ein bisschen klein. Weil wir das Mittagessen überspringen haben und jetzt schon Abend ist, haben wir das zweite Runde bestellt. Nach dem Essen sind wir weiter spazieren gegangen und wir haben auch den Stadtmarkt besucht. Dort gab es Gemüse, Obst, Fisch, natürlich aus der Wolga, aber auch Klamotten. Abends sind wir langsam Richtung Wolga gegangen, denn da ist immer was los. Auf dem Weg dorthin sehen wir, dass, wie man so sagt, nicht alles Gold ist, was glänzt. Viele Häuser sahen verlassen aus, ganze Straßen sahen unbewohnt aus, die waren aber nicht leer. Oder ein Motorrad mit einem umgeklappten Nummernschild. Oder ein falsch geparktes Auto mit zerstochenen Reifen. Endlich waren wir an der Wolga angekommen und dort sah alles wieder normal aus. Wo sind wir jetzt? An der Wolga, schon wieder, immer noch in Saratov. Was ist das da hinten? Das war mal die längste Brücke Europas zwischen Saratov und
Engels. Geil, oder? Ja, und der Sonnenuntergang fängt gleich an. Wir sind aber auf die falsche Seite. Egal. Dort haben wir ein bisschen die Stimmung beobachtet, sind an der Wolga entlang gelaufen und haben verschiedene Leckereien probiert. Steppenmais, oder? Mit Wolgawasser. Später am Abend war noch mehr los und die Restaurants waren voll. Die Russen lieben diesen Fluss und seine Promenaden. Unser Sowjethotel war direkt an der Wolga und wir mussten nicht weit laufen. Wir sind ja schon mehrere Stunden rumspaziert. Nachdem wir ausgiebig Saratov besichtigt haben und spazieren gegangen sind am Wolgaufer, gibt es jetzt kalte Getränke mit Wolgablick. Sehr schön. Na zdrowie. Am nächsten Tag ging es gleich über die früher längste Brücke Europas nach Engels. In Engels selber wollten wir eigentlich nichts besuchen. Dort gibt es mehrere Kriegsdenkmäler, Museen und große Kirchen. Aber nicht weit von Engels gibt es was viel Interessanteres, nämlich das Juri-Gagarin-Monument. Juri Gagarin, falls ihr das noch nicht wisst, war ein sowjetischer Kosmonaut und der erste Mensch im Weltraum. Am 12. April 1961 absolvierte Gagarin mit dem Raumschiff Vostok 1 seinen spektakulären Raumflug und umrundete dabei in 108 Minuten einmal die Erde. Er landete genau an dem Ort, den wir besuchen wollten. Auf dem Landeplatz steht heute sein Denkmal und der Jahrestag seines Raumfluges wird dort heute noch jährlich mit einer kleinen Feier begangen. Leider starb Juri Gagarin 7 Jahre später bei einem Flugzeugabsturz. Wir sind dann weitergefahren Richtung Samara. Susi hat was gekauft. Was hast du gekauft? Eine Tomate. Ich habe halt leider kein Glück beim Einkaufen. Also in dem Laden gab es irgendwie nur Konserven und Fleisch und Getränke und eben Tomaten. Keine Zwiebeln, kein Knoblauch. Nächstes Mal. Knoblauch, Zwiebel und Gurke. Alles, was man braucht. Wir wollen gleich eine Kaffeepause machen und wir werden einen Seitenweg fahren bis an die Wolga und dort uns einen schönen Platz suchen. Wir haben hier einen schattigen Platz gefunden, um unsere Mittagspause zu machen. Es sind nicht ganz so aggressive Insekten da, nur ein paar nettere. Also doch kein perfekter Pausenplatz für uns. Die Insekten sind nur etwas langsamer, aber ziemlich fies. Es sind zu viele. Wir essen noch die restliche Pide von gestern und dann hauen wir ab. Zu viele Insekten. Wir sind ein paar Kilometer weiter gefahren, weg von der Wolga, in ein Feld und haben einen besseren Platz gefunden. Wir haben heute kein Glück mit der Mittagspause. Der Kocher streikt. Aber es gibt noch Brot, Salat und Bohnen. Auch okay. Nach der Pause sind wir weitergefahren und jetzt waren wir auf der anderen Seite der Wolga angekommen. Wir waren überzeugt, dass hier weniger los ist und genau so war es. Abends haben wir eine schöne Pension zum Übernachten gefunden. Dort in der Nähe war ein riesiger Stausee und ein Kraftwerk, ein paar Fabriken und eine kleine Stadt.
Wir haben heute die Motorräder ein bisschen gewaschen, weil es waren viele Insekten, Dreck aus Georgien noch. Aha, das Licht brennt noch. Sieht wieder ordentlich aus. Die Leute haben uns gezeigt, wo wir in der Wolga baden können. Das wollten wir auf jeden Fall machen und sind runter an den Fluss gelaufen. Susi freut sich schon. Also das haben wir auch geschafft. Wir haben in die Wolga gebadet. Komischerweise gibt es hier Schwärme von Mücken. Das haben sie uns total angegriffen, als wir gekommen sind. Als wir jetzt raus aus dem Wasser gekommen sind, sehen sie uns jetzt nicht mehr. Das ist total komisch, habe ich noch nie erlebt. Wahrscheinlich, weil wir kalt sind, ja? Ja, das war echt geil. Super. Wir haben hier eine total geile Gastinica gefunden. Total geile Anwesen. Große Bäume, viel Schatten. Und geile Zimmer. Das ist die Terrasse mit Wolga-Blick. So, jetzt gibt's Abendessen. Was gibt's? Frühstück. Mit Wolga-Blick. So, wir fahren gleich los. Wir fahren weiter nach Samara. Wir haben gestern nur die halbe Strecke geschafft. Ist nicht viel, aber es eilt nicht. Außerdem haben wir noch 60 Kilometer Umweg gemacht zu diesem Juri Gagarin Monument und wir haben gestern noch diesen schönen Platz gefunden. Ja, und dann dachten wir uns, wir bleiben gleich hier, damit wir auch noch in der Wolga baden können. Genau, so hier gibt es sonst nicht viel, also bis später. Weiter ging es und wir hatten echt wieder Spaß am Motorradfahren, denn die Straßen waren echt leer. Auf der anderen Seite der Wolga, der Hauptroute, herrschte ein Verkehrswahnsinn und es war saugefährlich. Dafür war diese Straße nicht mehr in so einem guten Zustand. So, es ist schon Mittag. Wir gönnen uns einen Porsche. Mit Kaffee. Genau. Und dann geht's weiter nach Samara. Trotz der schlechten Straßen kommen wir zügig voran. Wir sind an diesem Tag etwa 300 Kilometer gefahren. Die letzten Kilometer haben wir auch noch geschafft und wir sind direkt zu einem Hotel gefahren, das wir im Internet ausgesucht haben. Es war von einer Motorradfahrerfamilie betrieben und echt gut. Hier in Samara wollten wir mehrere Tage bleiben, um uns auszuruhen, bevor wir rüber nach Kasachstan fahren, und wir wollten mehr von Russland mitbekommen und nicht nur fahren und nichts sehen und erleben. Wir sind dann gleich in die Stadt gegangen und weil Samara so groß ist, haben wir die U-Bahn genommen. Erstmal wollten wir wieder ein Monument sehen, das wir auch als Tipp von anderen Reisenden bekommen haben. Wir sind jetzt in Samara angekommen und werden uns die Stadt anschauen und wir fangen gleich mit dem bekanntesten an. Hier über uns ist eine Soyuz-Rakete. Eine echte Soyuz-Rakete. Es ist die einzige, die ausgestellt ist. Nachdem wir die Rakete begutachteten, gingen wir langsam weiter, um mehr von der Stadt zu sehen. Wir sind, ratet mal, schon wieder an der Wolga. Wir haben ein bisschen was schon angeschaut und jetzt schauen wir uns noch die Uferpromenade an. Es soll eine der schönsten und längsten der Wolga sein. Dann geht's. Entlang der Wolga gibt es viel zu sehen, riesige Parks, Strände und viele Geschäfte und es ist wirklich viel los.
Hier ist eine Ausstellung mit Fotos von der Wolga in allen möglichen Regionen. Wir sind zufällig drauf gekommen, aber es ist sehr, sehr schön und gibt uns Ideen für die Rückreise. Es gibt noch viel mehr zu entdecken, aber für heute reicht es, denn wir sind auch noch viel gefahren heute. Wir genießen noch den Sonnenuntergang und fahren zurück zu unserem Hotel. Gute Nacht, es ist schon 11 Uhr und wir haben nochmal Hunger, also gibt es nochmal Hotelessen aus dem Supermarkt. Außerdem versprach mir Susi eine Überraschung für den nächsten Tag. So, wir sind hier in dem Museum drin. Wir sind die einzigen Besucher und wir dürfen alle Motorräder fotografieren. Die Halle ist nicht so groß, aber es sind ziemlich viele Motorräder. Wir sind mit einem Motorrad etwa 20 Kilometer außerhalb der Stadt gefahren. Obwohl ich mehrmals raten durfte, was die Überraschung sein sollte, bin ich nicht drauf gekommen. Motorworld ist eine private Motorradausstellung in der Nähe von Samara und gehört einem russischen Motorradliebhaber. Man kann dort Motorräder aus der goldenen Ära des Motorradbaus, wie er sie nennt, sehen, also von 1930 bis 1945. Restaurierte und fahrfertige Motorräder aus Amerika, Europa, Russland und Japan warten dort auf die wenigen Besucher. Wir haben interessante Konstruktionen gesehen oder Motorradhersteller, von denen wir gar nicht wussten, dass sie existiert haben. Viele Motorräder wurden in der Kriegszeit gebaut und sind dementsprechend ausgerüstet. Was man gut erkennt ist, dass es in diesen Zeiten viel mehr Vielfalt in der Konstruktion gab und dass jeder Hersteller verschiedene Lösungen anbot. Heute findet man nur noch wenige Hersteller, die sich trauen, was anderes zu konstruieren als die Maße der Motorradbauer. Wir haben jetzt den Uropa von unserem Motorrad von hier entdeckt. In Russland. Das ist die Husqvarna. 2 Zylinder. Wir haben außerdem viele BMW-Motorräder gesehen, aber auch Nachbauten aus den USA oder der Uropa des Ural-Motorrades, das ebenfalls nach BMW-Vorbild gebaut wurde. Wir haben das Museum besucht, wir haben alle Motorräder fotografiert, ist aber nicht billig. Also 20 € haben wir jetzt zahlt für Eintritt und 2 Souvenirs. So, jetzt muss ich fahren. Samu hat Bier getrunken. Zurück in der Stadt sind wir abends wieder an die Wolga-Promenade gegangen, die schon gut gefüllt war. Die Menschen und natürlich wir auch genießen es, an der Wolga entlang zu spazieren, Fahrrad zu fahren oder auf den Stränden zu spielen. In einem Park in der Nähe von unserem Hotel, was uns sehr gut gefällt, dass in Russland in den Parks Alkoholkonsum und Zigaretten verboten sind. Ja, also sie spielen Volleyball oder baden, machen irgendwas, aber keine Saufgelage. So, wir sind noch einen Tag in Samara. Heute ist der Tag Russlands und das wollen wir uns mal anschauen. In Samara gibt es eine sehr berühmte Bierfabrik, die aus der Sowjetzeit stammt. Das Bier wird einfach in 1,5 Liter PET-Flaschen abgefüllt und die gibt es in fast allen Läden zu kaufen. Oft gibt es eine Abteilung im Laden, wo man Bier abfüllen kann. Später haben wir gesehen, dass es ganze Läden gibt, die nur Bier und geräucherten Fisch verkaufen und das in Dutzenden Sorten. Es scheint sehr beliebt zu sein, Bier mit geräuchertem Fisch zu genießen. In Samara waren an diesem Tag viele Straßen gesperrt und es gab viele Aussteller, Essensstände, Spielzeug und natürlich viel Musik. Vormittags waren aber noch nicht so viele Menschen draußen. Am 12. Juni wird der Nationalfeiertag Russlands gefeiert. Für die Bevölkerung hat dieser Tag allerdings keinen so hohen Stellenwert wie zum Beispiel der Tag des Sieges am 9. Mai,
der weitaus aufwendiger gefeiert wird, zum Beispiel mit Militärparaden auf dem Roten Platz in Moskau. Auch in Samara sowie in anderen Städten gibt es Straßen, die nicht so schön aussehen. Manche Gebäude sind natürlich gut instand gesetzt, aber viele nicht, denn nicht jeder kann sich leisten, sein Haus zu renovieren. Interessant sehen die großen Wohnblocks aus, wo jeder seinen Balkon nach seinem Geldbeutel gestaltet hat. Abends sind wir auf einen großen Platz gegangen, wo ein Live-Konzert stattfand. Es gab große Sicherheitsvorkehrungen und jeder Besucher wurde kontrolliert. Abends kamen immer mehr Menschen, vor allem junge Menschen. Verschiedene Bands und auch Orchester oder Tanzgruppen traten auf. Irgendwann sind wir zurück ins Hotel gegangen, denn wir wollten gut schlafen, weil wir am nächsten Tag endlich weiterfahren wollten. Weiter nach Kasachstan. Also wir sind gerade aus der Stadt gekommen und als wir ins Zimmer reingekommen sind, haben wir auf dem Tisch eine Dose mit gegrilltem Fleisch gefunden. Nehme ich mal an, dass das von der netten Besitzerin ist. Und dazu gibt es noch... Ja genau, das ist noch die Sowjetbier. Am nächsten Morgen war es soweit. Wir sind losgefahren Richtung kasachische Grenze. Die Straßen waren leer und wir haben auf einem Feld Mittagspause gemacht. Ein paar Kilometer vor der Grenze wurden wir zum letzten Mal kontrolliert. Wir waren sehr aufgeregt, denn wir wussten noch nicht, was auf uns zukommt. Kasachstan war das erste Land auf dieser Tour, in dem wir noch nie waren. Im nächsten Video seht ihr Kasachstan. Wir wurden positiv wie auch negativ überrascht. Bleibt gespannt auf Kasachstan und auf die Länder, die noch kommen.